Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video lernst du auf die Frage, wohin du gehst, mit den Präpositionen nach, zu, in, an und auf zu antworten. Bitte denke daran, dass meine Videos über Untertitel verfügen, die dir vielleicht beim Lernen helfen. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's! Auf die Frage, wohin du gehst, kannst du unter anderem mit den Präpositionen nach, zu, in, an und auf antworten. Die Präposition nach verlangt immer den Dativ und du verwendest sie häufig dann, wenn du eine Richtung angibst. Ich gehe nach Norden, ich gehe nach links, ich fahre nach rechts, ich gehe nach oben, wir gehen nach Hause. Aber Achtung, ich gehe geradeaus, ich gehe zurück. Du verwendest die Präposition nach auch bei Städtenamen, bei Ländernamen, bei Kontinenten und Regionen. Ich gehe nach Berlin, ich fliege nach Frankreich, ich fahre nach Bayern, ich fliege nach Afrika. Wenn ein Land oder eine Region aber einen Artikel haben, musst du immer die Präposition in verwenden. Ich fahre in die Schweiz, ich fliege in die Türkei, ich gehe in die Normandie. Die Präposition zu verlangt immer den Dativ und verschmilzt mit den Artikeln der und dem zu den Wörtern zur und zum. Du verwendest sie immer dann, wenn du sagen möchtest, dass du zu einer Person gehst. Ich fahre zu meinen Eltern, ich gehe zum Arzt, ich fliege zu Peter. Ähnlich wie die Präposition nach verwendest du die Präposition zu auch immer bei einem Ortswechsel, aber bei Substantiven mit einem Artikel. Ich gehe zum Supermarkt, ich gehe zum Auto, ich gehe zur Schule. Du verwendest die Präposition zu auch häufig bei Namen von Institutionen, wie zum Beispiel Firmennamen. Ich gehe zu Aldi, ich gehe zu BMW, ich gehe zu den Stadtwerken München. Die Präposition in verwendest du immer dann, wenn du ausdrücken möchtest, dass du in einen Ort oder in einen Raum gehst. Sie verlangt auf die Frage wohin immer den Akkusativ und die Präposition in verschmilzt mit dem sächlichen Artikel das zu dem Wort ins. Ich gehe ins Kino, ich gehe in die Natur, ich gehe in die Stadt, ich gehe in die Schule. Die Präposition auf verwendest du immer dann, wenn du an einen Ort gehst, der höher ist als du oder auf einen Platz. Auf verschmilzt auch mit dem Artikel das für sächliche Substantive im Akkusativ zu dem Wort aufs. Ich klettere auf den Berg, ich steige auf den Turm, ich gehe aufs Dach, ich gehe auf die Bühne. Ich gehe auf den Parkplatz, ich gehe auf den Balkon, ich gehe auf ein Festival. Und Achtung, ich fliege auf die Insel Sylt. Bei großen Inseln wie zum Beispiel Großbritannien musst du sagen, ich fliege nach Großbritannien. Die Präposition an verwendest du immer dann, wenn du an den Rand von etwas gehst. Sie verschmilzt auch mit dem Artikel das zu dem Wort ans. Ich fahre ans Meer, ich gehe an den Strand, ich gehe an die Bar,
Ich fliege an die Nordsee. Sehr gut. Du kannst jetzt auf die Frage, wohin du gehst, immer richtig antworten und bist fit für eine kleine Übung. Los geht's! Ich klettere auf den Baum. Ich gehe ins Restaurant. Ich fliege in die USA. Ich gehe an die Tür. Ich gehe zur Tür. An diesen Beispielen kannst du sehr gut erkennen, wie wichtig es ist, Verben oder ein Substantiv mit seinem Artikel zu lernen. Manchmal hängt es aber auch einfach davon ab, was du sagen möchtest und wo du wohnst. In meiner Stadt ist es zum Beispiel kein Problem, wenn die Menschen sagen, ich gehe nach Aldi oder ich gehe nach Ben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben.